Gestern Nacht haben wir die Polarlichter gesehen. Das erste Mal hier auf Island, das erste Mal in unserem Leben im Endeffekt. War schon ziemlich cool. Leider waren wir in einer Stadt in Höfen auf dem Campingplatz und deswegen war die Intensität nicht ganz so groß. Es gab ziemlich viel Lichtverschmutzung und ja, dementsprechend war es vielleicht nicht ganz so krass, wie es sein könnte. Aber heute Nacht soll die Aktivität auch noch sehr hoch sein. Und ja, wir fahren weiter und wir werden heute Nacht dann irgendwo wild zelten und hoffentlich dann heute Nacht auch noch mal die Polarlichter sehen und dann hoffentlich mit einer etwas größeren Aktivität und ja, weniger Lichtverschmutzung. Hoffentlich dann noch krasser als gestern. Das wäre cool. Hoffentlich werden wir das filmen können. Ja, stimmt, genau. Ich habe es gestern probiert, das zu filmen. Keine Ahnung. Ich weiß auch überhaupt nicht, wie die Einstellungen irgendwie dafür sein müssen. Aber hier bei der GoPro gibt es irgendwie so einen Nachtmodus, glaube ich. Das werden wir dann auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja, mal gucken. Hier ist auf jeden Fall jetzt auch schon ziemlich nice. Wir fahren jetzt wieder am Meer entlang. Sieht auch ziemlich cool aus. Jo, weiter geht's. Ab zur Fähre, die letzte Woche. In die warmen Gebiete. Guten Morgen. Es ist bewölkt, es regnet, es ist windig. Heute Nacht genauso. Keine weiteren Polarlichter leider. Boah, jetzt müssen wir echt mal ein bisschen gucken, wie es die nächsten Tage wird. Es sind jetzt noch irgendwie 150 bis Seyðisfjörður. 150 Kilometer noch auf Island und für die nächsten Tage sieht das Wetter nicht so gut aus. Es geht auch noch über 2 Berge rüber, jeweils irgendwie 500 und 600 Höhenmeter. Da oben ist es natürlich noch mal kälter. Mal gucken, ob wir auch Schnee sehen. Uff. Naja, für heute erstmal geplant eigentlich eine kleine Etappe, tatsächlich nur 50 Kilometer bis zum nächsten Campingplatz. Da wollen wir morgen dann eigentlich vielleicht abwarten, weil morgen soll halt richtig schlechtes Wetter sein. Also heute ist eigentlich gutes Wetter. Mal gucken. Gut. Weiter geht's. Zum Glück haben wir Rückenwind. Das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Regen hat auch gerade mehr oder weniger aufgehört. Dafür hatte ich eben gerade noch vorne einen Platten. Aber das liegt irgendwie an dem Mantel. Nee, nicht an dem Mantel, an dem Schlauch, an dem Ventil. Also da ist kein Loch drin, aber das Ventil irgendwie, das spinnt manchmal. Und dann muss ich das immer ein bisschen fester schrauben. Irgendwie so. Man kann ja das Ventil, man kann das ja auseinanderbauen quasi. Und irgendwie muss ich es dann immer ein bisschen fester schrauben. Und dann wieder Luft aufpumpen und dann geht's wieder. Weiß nicht, ist jetzt schon das 3. oder 4. Mal, glaube ich, dass das passiert ist. Also der Schlauch ist einfach nicht so cool. Aber eigentlich hält es dann immer irgendwie doch ein paar Wochen wieder. Naja, mal gucken, was jetzt passiert. Gut. Super. Weiter geht's.
Jo, zum Zeltplatz, ins trockene, warme Stube. Guten Morgen. Wir sind an einem Zeltplatz und ich habe gedacht, wir haben kaum die Zeltplätze hier gefilmt. Die sind aber ziemlich gemütlich, immer mit einem oder öfter mit einem Raum, wo man sitzen kann, mit einer Küche. Zum Beispiel vorgestern kamen wir im strömenden Regen hier an und gestern haben wir den ganzen Tag in einem Aufenthaltsraum verbracht, während es draußen geregnet hat. Und jetzt ist halt total Off-Season und sowieso wegen Corona komplett nichts los. Das Ganze ist richtig leer und genau, und da drin gehört das auch Ganze nur uns. Das ist das Haus. Genau, man kann auch noch so ein Schlafsackplatz quasi mieten. Man kann auch so auf so ein Hochbett übernachten, ist aber teurer. Genau. So sieht das hier aus. Klein, aber fein. Tische mit der Karte, damit man seine Route planen kann. Und die Küche, wo ich jetzt Frühstück mache. Und heute gibt es Pfannkuchen. Es ist auch öfter, wenn wir auf dem Zeltplätze sind und eine Gelegenheit haben, beziehungsweise einen Herd, dann machen wir was anderes zum Frühstück. Nicht nur Haferflocken essen wir. Gestern gab es zum Beispiel Rührtofu und heute gibt es Pfannkuchen. Pfannkuchen. Man nimmt sich ein. Dann kommt noch so eine karamellisierte Banane oben drauf. Und man hat hier diverse Toppings. Ich nehme noch so Kokosraspeln. Ein kleiner Schubs Tahini. Das ist es, das ist der Traum. So, jetzt werden die Sachen gepackt und dann geht's auf zur fast letzten Etappe. Heute geht's zurück nach Egilsstaðir. Ja, fast kurz vor Seyðisfjörður, wo dann unsere Fähre geht. Da fahren wir dann morgen hin. Also morgen die allerletzte Etappe. Heute die vorletzte Etappe auf Island. Jetzt geht's über den Öxi. Knapp 600 Höhenmeter und 17% Steigung stand da gerade. Uiuiui. Das ist unsere letzte Abkürzung in Island. Die was? Die letzte Abkürzung auf Island. Die letzte Abkürzung, ja. Ja, der Weg ist halt führt über den Berg, aber dafür ist der 70 Kilometer kürzer als der reguläre Weg da durch die ganzen Fjorden hin und her. Und das soll auch super schön sein. Deswegen wagen wir es. Kleines Stückchen können wir jetzt fahren.
Die letzten, weiß ich gar nicht, 3-4 Kilometer haben wir die Räder nur geschoben. Geht, ja, wirklich, keine Ahnung, 17% bergauf. Und jetzt sind wir mittlerweile auch in den Wolken gelandet. Es geht einigermaßen, es ist zum Glück nicht so kalt hier oben. Aber trotzdem ist es natürlich, ja, schon irgendwie eine Art Tortur. Und viele Leute würden sagen so, nee, warum sollte ich das denn machen? Und die Frage ist eigentlich, wie machen wir das? Wie motivieren wir uns? Und wie stehen wir jeden Morgen immer wieder aufs Neue auf und sind vollgeladen mit neuer Energie und neuen Kräften? Was meinst du dazu? Natürlich nicht die einfachste Frage. Die einfachste Motivation, was wir öfter haben, ist gutes Essen. Das ist, wenn man im nächsten Stadt fährt und im Supermarkt was Gutes dann einkaufen kann und sich dadurch motiviert weiterzukommen. Aber das ist mehr so ein bisschen oberflächlich. Und nee, natürlich, wir motivieren uns mehr so gegenseitig, indem dass wir einfach jetzt zusammen geschoben haben und uns über die Gott und die Welt unterhalten haben. Und ja, dass wir uns so dadurch stärken gegenseitig, dass wir das zusammen alles schaffen und egal wie viele Kilometer wir schieben müssen, irgendwann sind wir oben und dann können wir schnell runterfahren. Aber woher weißt du das? Woher nimmst du das Gefühl, dass du weißt, dass wir es schaffen werden? Weil wir haben das noch nie nicht geschafft, würde ich sagen. Dass man... Und beim allerersten Mal, der allererste Berg, wo wir unsere Fahrräder hochschieben mussten? Das kann ich mich jetzt irgendwie so spontan nicht erinnern, was der allererste Berg war, wo wir schieben mussten. Aber am Anfang waren die Ziele auch einfach kleiner und die Berge natürlich nicht so steil, weil wir uns ja nie von Anfang an komplett für so eine krasse Abenteuer entschieden haben, würde ich sagen. Dass wir das, ja, wenn man so ins kalte oder super warmes Wasser einsteigt, man geht nicht sofort so rein, sondern man tastet das so erstmal mit dem Finger, dann irgendwann kommen die Füße, dann irgendwann geht man bis zum Taille rein und irgendwann ist es drin und dann kann man das. Also du meinst, unsere Motivation ist möglicherweise mittlerweile zu unserer Routine geworden? Ja, weil wir sowas noch nie nicht geschafft haben. Deswegen wissen wir das, dass wir das immer schaffen. Also mal jetzt aufs Leben reflektiert. Wenn man irgendein Ziel hat, irgendetwas schaffen möchte, dann sagst du, ist der einfachste Weg, es quasi einfach zu machen und ja, jeden Tag daran zu arbeiten und es quasi zur Routine werden zu lassen. Ja, vielleicht. Ja, finde ich gut. Der neue Tag. Wir klimmen weiteren Berg und es ist wieder super nebelig. Ist nicht so steil wie gestern, aber es ist irgendwie auch kalt geworden. Aber das Spannendste ist, das ist eine der wenigsten Male, wo wir das gleiche Berg nochmal fahren. Von der anderen Seite jetzt. Wir sind von 2,5 Monaten hier angekommen und von anderer Seite den Berg hochgefahren und diese Seite, die wir jetzt hochfahren, abgefahren sind und jetzt die Seite müssen wir nach oben fahren und nachher haben wir eine schöne Abfahrt,
Die letzten 25 Kilometer auf Island stehen wir noch an. Und ja, ist auf jeden Fall spannend. Hier jetzt die ganzen Herbstlandschaften hier, den Nebel. Und das gleiche Berg nochmal. Was sagst du dazu? Runterfahren ist besser. Ja. Wir haben es gleich geschafft. Aber das Wetter ist hier, als wir ankamen, hat es auch geregnet. Hat sich nicht viel geändert.